Servus Leute und willkommen im wunderschönen Wickenbach hier im Allgäu. Wir sind bei Newman und schauen uns die Felgenproduktion an von A bis Z. Also Entwicklung, Prüflabor, Fertigung, CNC-Fertigung, alles was dazugehört. Also folgt mir, wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Hi, und da ist er schon, Michi, Servus Mitch. Gründer und Geschäftsführer von Newman. Er wird uns heute hier rumführen und uns zeigen, was abgeht bei Newman. Hallo MTB Newsleser, herzlich willkommen. So, und hier sind wir im Showroom von Newman. Michi, Genau. Erzähl uns was dazu. Es ist ein schönes neues Gebäude, richtig? Ja, das haben wir jetzt vor ungefähr 2 Jahren sowas bezogen. Ist allerdings schon wieder zu klein. Heißt, wir sind gerade wieder am Planen, an Erweiterung. expandiert. Genau, läuft. Es läuft. Aber jetzt sind wir hier und jetzt geht es erstmal hier drum. Ja, alles klar. Was werden wir heute alles sehen? Also ich habe es eben schon angekündigt, wir schauen uns die Entwicklung an. Wie wird das Ganze konstruiert am Computer, CAD, etc. Danach gehen wir ins Prüflabor. Wir schauen uns auch die Felgenfertigung an. Dazu muss man sagen, Carbonfelgen, Carbonspeichen werden hier verarbeitet in Wiggensbach. Wir zeigen euch von der Konstruktion über Fertigung, Laufradbau, Prüflabor, einmal den ganzen Ablauf, was bei uns so passiert, bis das Laufrad dann zum Kunden ausgeliefert wird. Und ja, wie du sagst, fangen wir an. Fangen wir an. So, Michi, wo sind wir jetzt hier? Hier sind wir in unserer R&D-Abteilung. Jawohl. Tim ist hier Leiter von der ganzen Geschichte. Also Tim, hier komm doch mal passiert sozusagen alles von Genau. der Basis. Hier werden die Laufräder konstruiert, Hier entwickelt. sitzen die Technik-Nerds, hier passiert ganz viel. Sehr, sehr Also ist auch gewollt, dass jeder seine eigenen Ideen mit einbringt. Nicht nur das, was vorgegeben ist, sondern es kann quasi jeder so ein bisschen machen, was er will. So, also jetzt wird übergeben an den Tim, Produktmanagement und Entwicklung. Also Tim, dann komm mal rüber, dann bist du der Nächste im Bunde. So, servus Tim. Hi, Mitch. Du machst hier Entwicklung und Produktmanagement. Genau. Du zeigst uns heute, was hier abgeht, hinter den Kulissen, where the magic happens. Genau, ich bin verantwortlich für das, was wir mit unseren Produkten so verbrechen. Nee, in der Regel denke ich, dass wir ganz interessante Produkte haben, einfach weil wir selber alle Rad fahren. Eigentlich jeder, der hier im Büro sitzt ja, viel auf dem Rad, ob Mountainbike, Rennrad, Gravel, haben wir alles dabei. Und das können wir dann einfach in unsere Produkte direkt mit rein entwickeln. Und genau. Macht Sinn auf jeden Fall. Ja, dann lass uns mal reinschauen, das Ganze. So Tim, wir sind jetzt bei dir am Arbeitsplatz. Hier entwickelst du neue Felgen und Narben für Newman. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal durchgehen, gerade auch für die Zuschauer und für die Leser. Wie findet sowas eigentlich statt? Heißt, ihr habt jetzt die neue Beskar-Felge rausgebracht oder die neuen Laufräder. Wie startet man da? Genau. Also eigentlich starten wir auf dem Trail, kann man sagen, weil, wie vorhin schon erwähnt, wir fahren alle selber Rad. Wir haben unsere existierenden Felgen gehabt, die ihr kennt, die Evolution SL A30, EG30. Da haben wir noch gewisses Verbesserungspotenzial gesehen, einfach was Dellenresistenz anbelangt, was so ein bisschen ja, die Optimierung Vorderrad, Hinterrad betrifft. Wir haben einfach zum Beispiel einen Punkt, wenn man jetzt gerade auf Dellenresistenz mal geht. Ihr wisst ja bestimmt zum Teil, wenn ihr informiert seid, dass bei den alten Felgen die Hörner nach außen gestellt waren. Dadurch sind sie gegen den üblichsten Dellenfall, das ist nach innen dellt, sehr robust gewesen, aber konnten eben relativ leicht eigentlich dann nach außen dellen. Das war ein Punkt zum Beispiel, den wir bei den neuen Felgen einfach optimieren wollten. Was ganz cool ist, wir haben einfach einen Weg gefunden, dass wir Prototypen von Felgenprofilen machen können. Da haben wir also die wildesten Varianten konstruiert. Das geht von ja, relativ speziellen Sachen über ja, mehr oder weniger Referenzkopien von Mitbewerberprodukten, die wir dann eben hier aus so einem Alu-Sinter-Material drucken können. Und daran können wir verschiedene Speichenauszugversuche, Dellenresistenztests und sowas im Testlabor machen. Und so kommen wir dann weiter. Der erspart ihr euch natürlich auch einen kompletten Felgenring neu aufzulegen, heißt Werkzeugkosten etc. Genau. Also ihr könnt euch diese Profilquerschnitte sozusagen lasersintern und damit dann Auszugskraft
und Profilquerschnitte Genau, also checken. man kann viel auch mit FEM-Simulationen machen, gerade was Speichenauszug betrifft und solche Dinge. Aber man ist dann doch limitiert, weil es ist alles immer noch sehr theoretisch. Und wenn einmal so ein Felgentooling, also das sind Extrusionsprofile, wenn du da einmal die fertige Felge in der Hand hast, dann hast du schon Werkzeugkosten für dieses Felgenmodell gehabt. Das ist nicht ganz günstig. Ja. Deswegen bist du eingeschränkt mit Prototyping. Genau. Also da haben wir die ganze Kiste voll. Ja, dann sind wir eben mit den neuen Felgen, haben wir auch geschaut, dass wir einfach was Grip, Fahrkomfort betrifft. Da waren unsere alten Felgen eher auf der steiferen Seite. Da haben wir geschaut, dass wir etwas flacher werden. Solche Dinge. Bisschen mehr Flex. Genau, kommt man halt drauf, wenn man einfach mal so Off-Camber oder was fährt, Carbonfelge oder Mitbewerberfelgen vielleicht, die da besonders optimiert sind. Da haben wir noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gesehen. Wir sprechen gerade über Felgenringe. Ihr macht natürlich auch die Narben selber. Ja. Also die Narben konstruierst auch du, oder? Ich selber gar nicht. Ach, gar nicht. Da müssen wir jetzt zu Matti rüberschwenken. Also eigentlich sind wir inzwischen jetzt ein 6-köpfiges Team und ich bin mehr so in die Produktmanagement-Schiene mittlerweile reingerutscht. Kümmere mich mehr auch um organisatorische Dinge und halt erstelle so Lastenhefte für neue Entwicklungen. Und dann gibt es eigentlich produktspezifische Entwickler für die ganzen einzelnen Bereiche. Aber klar, wenn ich mal eine Idee habe oder so, setze ich mich auch sehr gerne noch hin und konstruiere mal was. Ja, sehr cool. Tim, was sehen wir eigentlich hier gerade in deinem CAD-Monitor? Genau. Ich sehe Felgenprofile. Das sind die neuen 4 Beskar-Felgenprofile, Performance, Forge, Beskar, alle das gleiche Profil. Und da ist eben der Clou, das sind alles 30 mm Felgen. Die gibt es in 4 Stabilitäts- und Gewichtsvarianten. Da können wir wirklich, wie wenn ihr ein Custom-Laufrad eigentlich mit unterschiedlichen Felgen vorne und hinten kauft, euch anbieten, dass ihr wirklich optimales Vorderrad, optimales Hinterrad für euer Einsatzzweck Also habt. der User Case, ne? Was fahre ich, wie viel Flex brauche ich vielleicht vorne, wie viel Steifigkeit hinten. Genau. Im Endeffekt brauchst du halt das Hinterrad nie oder das Vorderrad nie genauso stabil wie das Hinterrad. Und dann kannst du vorne ein bisschen Gewicht sparen, hinten das wieder reinstecken, hast du hinten nochmal ein bisschen mehr Stabilität, vorne mehr Komfort, weil die Felge leichter ist. Das ist so die Grundidee. So Tim, wir haben jetzt einiges über Mountainbike-Laufräder gesehen und gehört. Ihr macht natürlich auch Rennrad- und Gravel-Laufräder. Was gibt es denn dazu zu erzählen? Genau, also gerade auf das Rennradportfolio sind wir eigentlich relativ stolz jetzt. Da haben wir das gleiche Konzept verfolgt wie am Mountainbike, Vorderrad, Hinterrad, spezifische Räder für jeden Einsatzzweck, von Climbing über Allround, auch mal vielleicht für einen Gravel-Einsatz bis so Aero-Sprint-Laufräder. Insbesondere haben wir hier Carbonspeichen in den Laufrädern. Die sind eben super leicht, haben eine höhere Steifigkeit. Im Prinzip erzeugen sie im Laufrad, dadurch können wir dann runtergehen mit der Speichenzahl. Haben wir zum Vorderrad nur noch 15 Speichen, hinten 18. Haben Simulationen gemacht, auch iterativ in so einem Cloud-basierten Programm können wir da ganz, ganz viele verschiedene Felgenmodelle durchsimulieren. Alles im Windkanal validiert und haben wir jetzt auch erfolgreich eben mit dem grünen Trikot, mit dem Intermarché-Team in der Tour, bei Das den bewiesen. Profis im Einsatz, Ja. genau. Unter Beweis gestellt, sozusagen die Härteprüfung. Ja, gerade das Gewicht ist was, wo wir stolz drauf sind. Also wir haben jetzt vorne 35er Felgenhöhe, hinten 38 bei dem Climbing-Laufradsatz. Ist optimiert für einen 28er Reifen, also hat eine gute Außenbreite. Ist aerodynamisch eigentlich einen Ticken besser mit einem 28er Reifen als unser alter 65 mm hoher Laufradsatz, aber wiegt nur 1040 Gramm. Und ja, finde das schon eine Nummer. Ansage, ja. Das Sehr gibt's cool. dann für 17,99, glaube ich, ist der Preis. Also kann man sich sogar noch leisten. Kann man sich noch leisten, ja. Tim, vielen Dank für die Einblicke in eure Entwicklung. Ich denke, das Ganze muss natürlich auch noch validiert werden. Das heißt, ihr wollt das Ganze natürlich auch prüfen. Dafür habt ihr euer eigenes Prüflabor. Genau. Und das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Station. Genau, das wird die nächste Station. Also hier wäre jetzt zum Beispiel mal so ein Musterabschnitt von den Carbonfelgen im Rennradbereich, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Da machen wir Speichenauszugsversuche, natürlich Trommeltests. Hier haben wir so eine ganze Menge Abschnitte gemacht. Also da gibt es noch viel mehr von, verschiedene Carbon-Layups, damit wir dann eben auch auf die niedrigen Gewichte kommen. Und das zeigen wir euch im Testlabor, wie wir das testen. So, Michi, wo sind wir denn hier? Ist ziemlich laut. Ja, hier sind wir in unserem Prüflabor. Hier werden alle Produkte, die wir entwickeln und produzieren, auf Herz und Nieren geprüft. Es geht los mit den Produkten, die wir entwickeln, also bis zur Serienfertigung. Und die Produkte dann
aus der Serie, werden natürlich auch quasi stichpunktartig immer wieder überprüft, ob die das können, was sie können sollen. Hier ist ziemlich laut. Ich glaube, wir gehen mal in den Nebenraum. Da können wir uns dann noch ein bisschen über Prüfmethoden unterhalten. So machen wir es. So, Michi, wir sind jetzt hier in einem bisschen ruhigeren Ort. Wir sind aber immer noch im Prüflabor. Das Prüflabor prüft alles ab. Ich würde sagen, vom Prototyp über die Serie. Auch der Wareneingang wird wahrscheinlich hier gecheckt. Ganz genau. Was kannst du uns erzählen? Was macht ihr hier? Also wir messen hier ganz viel, wir bestimmen die Härte von den Bauteilen, wir bewerten Muster, die beispielsweise in der Salzsprühkammer waren, schauen, ob die Teile Risse bekommen, wie die korrodieren, also die unterschiedlichsten Prüfungen. Aber jetzt für Teile jetzt als Beispiel Prototypen, Felgen, Laufräder oder auch Serienfelgen, die prüft ihr ja drüben auf gewissen Maschinen. Ne? Genau. Also da wird Auszugkräfte, Belastungskräfte werden da geprüft. Was macht ihr da genau? Ganz genau. Also zum einen ist es so, dass wir die Maschinen bis auf 2 alle komplett selber konstruiert, entwickelt haben. Teilweise gibt es solche Maschinen gar nicht, weil die Anforderungen, die wir an das Material stellen und an unsere Bauteile, die müssen teilweise gar nicht abgeprüft werden. Das heißt, die DIN sagt was anderes? Genau, die DIN sagt, häng mal da ein bisschen Gewicht hin oder mach mal da ein bisschen was. Aber das ist uns zu wenig. Das heißt, wir prüfen intensiver, wir prüfen länger, wir prüfen härter. Und ein Beispiel ist zum Beispiel die Trommelprüfmaschine. Da gibt's beispielsweise zu kaufen. Allerdings ist es so, dass dann das Laufrad entweder nur gerade draufsteht oder das Laufrad wird ganz langsam geschwenkt. Aber das entspricht nicht der Realität. Ja. Wir haben da eine eigene Konstruktion. Man sieht es im Video. Die Kräfte werden viel schneller eingeleitet und viel realistischer. Okay, das ist realitätsnäher sozusagen. Ganz genau. Am Ende. Wenn man so um ein Gefühl zu bekommen, gerade für die Zuschauer und für Leser, wie viele Zyklen werden da so gefahren, wenn so ein Laufrad neu ist und ihr spannt das in so eine Prüfvorrichtung ein, wie lange bleibt das dann auf so einer Prüfvorrichtung? Also die DIN sagt beispielsweise, das Laufrad muss 750.000 Mal über Hindernis laufen. Wenn wir den gleichen Test machen, dann sagen wir, unser Laufrad muss 4,4 Millionen Mal über das Hindernis laufen. Okay, weißt du, wie lange das dauert? Das sind ungefähr, nur der Test sind ungefähr 3 Tage. Ja, am Stück. Am Stück, wenn das Laufrad dann allerdings die anderen Tests, die DIN gar nicht vorschreibt, also Antriebspulsen, Bremspulsen und so weiter, wenn man die mitmacht, dann dauert der Test circa eine Woche. Michi, wir haben jetzt über Trommelprüfstände geredet. Also das sind Prüfstände, wo das Laufrad eingespannt wird und eine spezifische Kraft in einer bestimmten Richtung adaptiert wird. Was habt ihr noch? Was macht ihr noch für Prüfungen? Also wir testen, wie sich das Laufrad verhält bei einer Vollbremsung. Das heißt, wir leiten die Kräfte, die bei einer Vollbremsung entstehen, ein. Je nachdem, was ein Vorderrad, ob es ein Hinterrad ist, ob es ein Mountainbike-Laufrad ist, ein Gravel oder ein Road, sind das unterschiedlich hohe Kräfte. Ein Vorderrad muss da beispielsweise 100.000 Mal die Maximalbremslast überstehen, ein Hinterrad 50.000 Mal. Das ist die DIN? Nein, das gibt es überhaupt nicht. Diesen Test gibt es überhaupt nicht. Aha. Das ist unser Prüfspezifikation. Ja, das quasi auf Erfahrungswerten beruht. Also das ist ja eigentlich ist das fast noch komplizierter wie so eine Testmaschine bauen, dass man sich einfach dann erarbeitet, wie muss ich das Laufrad überhaupt prüfen, mit welchen Lasten, mit welchen Zyklen und so weiter. Und dann gibt es noch beim Hinterrad gibt's noch zusätzlich einen Test, den nennen wir das Antriebspulsen. Das heißt, wir testen eine maximale Antriebskraft, was das Laufrad da dabei macht. Und da pulsen wir auch beispielsweise 120.000 Mal immer die maximale Belastung, um zu schauen, kann der Freilauf das, brechen die Speichen, reißt die Felge ein. Ja. Also da gibt es die unterschiedlichsten Versagensszenarien. Ja. Und das müssen die Laufräder alles abkönnen. Du sprichst jetzt von Laufrädern, aber ihr habt natürlich auch Lenker. Ganz genau. Im Programm heißt, da habt ihr auch Prüfstände für, gehe ich von aus? Also Lenkervorbau, das ist inzwischen das Einfachste, weil man kann inzwischen fertige Lenkerprüfmaschinen kaufen. Da gibt es dann auch entsprechend viele Prüfstandards schon. Für manche Maschinen gibt es überhaupt, oder für manche Bauteile gibt es gar keine Testmaschinen und auch keine Standards. Und Lenker ist relativ einfach. Also das ist zum Beispiel eine gekaufte Maschine und da fahren wir den härtesten Prüfstand, den es gibt. Kennt eigentlich jeder. Ja, auf dem Prüfstand ist ein Universalprüfstand. Da können wir nicht nur Lenker und Vorbauten testen, da können wir auch Sattelstützen, Kurbeln, Pedale, also alles Mögliche, wo gepulst wird, können wir auf dem Prüfstand testen. So, Michi, wir sind jetzt hier an eurer Universal-Zugprüfmaschine. Hier könnt ihr so einiges abbilden, aber was macht ihr hier eigentlich genau? Also wir können hier ziehen und drücken. Wir machen hier ganz viele Tests,
wo wir Steifigkeiten messen, wo wir die vertikale Nachgiebigkeit von einer Felge oder von einem Laufrad messen, wo wir den Freilauf auf Maximalbelastung testen, also diverse Tests oder Spoke Pull-Out, wo wir schauen, wann bekommt die Felge einen Riss oder bei welcher. Wenn ihr an der Speiche zieht. Genau, wir ziehen an der Speiche und schauen, was hält die Felge aus. Da gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz. Eine Alufelge muss da mindestens 3000 Newton aushalten, Carbonfelge 4000 Newton. Das habt ihr selber definiert im Endeffekt? Nee, das oder ist, über so, Erfahrungswerte? das ist so ein bisschen, was sich da in der Industrie manifestiert hat. Aha, okay. Dann schauen wir generell, können wir vergleichen, wann reißen Speichen oder wann fängt die Speiche an, dass sie von der elastischen in die plastische Verformung geht. Also wann ist sie wirklich dann, wann lenkt sie sich? Ja. Sieht man zum Beispiel auch ganz schön, dass die Carbonspeichen sich überhaupt nicht längen. Also sie sind deutlich steifer wie Stahlspeichen. Die reißen halt irgendwann plötzlich. Die reißen dann irgendwann, genau, aber die reißen dann, bei einer Kraft, wo eine Stahlspeiche schon lang versagt hat. Ja. Okay. Hier jetzt an dem Prüfstand macht ihr aber auch vor allem Tests für die Narben bzw. für die Freiläufe. Genau. Hier testen wir, bei dem Aufbau testen wir jetzt, was hält der Freilauf aus, wann versagt er, beziehungsweise ist das Ganze so von den Kräften eingestellt, dass jetzt, wenn wir da ziehen, nichts versagen darf. Aber ein wichtiges Detail noch, ganz kurz. Ihr habt Sperrklinkenfreiläufe und ihr testet mit einer Sperrklinke, weil in der Realität oftmals nur eine im Eingriff ist. Und das ist so Worst-Case-Szenario, dass dann eine Sperrklinke im Eingriff ist, während ihr testet? Also es gibt man kann sagen, es gibt zwei Systeme, Zahnscheibenfreiläufe, Sperrklinkenfreiläufe. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Wir denken, das bessere System ist ein Sperrklinkenfreilauf, wenn er entsprechend ausgelegt ist. Weil das, was passieren kann beim Sperrklinkenfreilauf, ist, dass nur eine Sperrklinke im Eingriff ist. Und das kann man gut abtesten. Das heißt, wir testen das Ganze mit nur einer Sperrklinke im Eingriff. Wir fahren die Geräte teilweise auch nur mit einer Sperrklinke, um zu schauen, dass das funktioniert. Das kann man alles, also alle möglichen Szenarien kann man beim Sperrklinkenfreilauf abtesten. Beim Zahnscheibenfreilauf ist das schwieriger. Und wenn da mal die Zahnscheiben nicht ganz im Eingriff sind und die rutschen durch, dann ist es meistens so, dass die auch gar nicht mehr funktionieren. Ja. Und deshalb ist für uns der bessere Freilauf ein Sperrklinkenfreilauf. Ja. Genau. Okay, super interessant. Dann erstmal vielen Dank für die Einblicke hier im Labor. So Michael, wir sind jetzt hier in der CNC-Fertigung, direkt gegenüber von dem Gebäude, wo wir eben noch waren. Hier werden Narben gefräst und gedreht. Heißt, ihr habt ja 3 Produktionswerke in Tschechien, hier in Deutschland und nochmal in China. Genau. CNC-Frästechnik wird hauptsächlich hier in Deutschland und in China gemacht. Ganz genau. Kannst du uns ein bisschen was zu erzählen, was ihr hier macht? Also hier entstehen die ganzen Prototypen und jede Narbe, die wir produzieren, entsteht hier. In China entstehen werden nur die Narben produziert, wo wir größere Stückzahlen produzieren. Unterschied Produktion China und Deutschland ist folgender. In China arbeiten wir aus dem Schmiederohling raus, das heißt, die Narbe wird vorgeschmiedet. Der Schmiederohling hat schon nahezu die Kontur von der Narbe. Muss weniger zerspart werden. Genau. Machen wir hier anders. Hier arbeiten wir aus dem Vollmaterial raus. Hat den Vorteil, wir brauchen nicht so viel Schmiederohlinge vorrätig haben. Sind flexibler, sind schneller. Nachteil ist ein bisschen teurer, weil mehr Abfall. Von der Festigkeit her spielt es eine Rolle. Also wir haben da viele Tests gemacht. Das ist 1:1 bei einer Narbe, 1:1 gleich. Beim Vorbau sieht es vielleicht wieder anders aus, aber bei Narbe bringt das Vorschmieden jetzt von der Festigkeit nicht wirklich Vorteil. Und wenn man so über Stückzahlen redet, kannst du da was sagen? Wie viele Narben werden denn hier so gefertigt im Jahr oder im Monat? Das ist ein bisschen abhängig vom Produkt selber. Sind es jetzt Narben mit Carbonspeichen, die mehr gefragt sind, oder brauchen wir mehr Narben für Stahlspeichen? Also letztes Jahr beispielsweise haben wir hier 50.000 Satz produziert. Da war aber die Kapazität komplett am Limit. Oder als Beispiel, was wir prinzipiell für dieses Jahr in Summe, also Deutschland und China zusammen produzieren, sind ungefähr 800.000 Satznarben. Wahnsinn, ja. Ja, sehr interessant. Ich meine, die Narbe ist ja auch das Herzstück, das bildet das Herzstück von so einem Laufradsatz. Und das ist ja das nächste, was wir uns noch anschauen, weil hier am Standort in Winkelsbach werden ja die Carbon-Laufräder gebaut. Und das habt ihr alles hier in Haus. Genau. Und das ist wahrscheinlich die nächste Station, die wir uns noch angucken. Ganz genau. Wir gehen jetzt rüber zu unserem Laufradbau und schauen uns das mal an. Sehr gut, alles klar.
So, wir sind jetzt hier drüben zurück im Hauptgebäude. Eben waren wir noch in der CNC-Fertigung für die Narben. Jetzt wird hier das Herzstück eurer Laufräder nochmal komplettiert. Was genau passiert im Genau. Wir bekommen die Narben, die wir vorher gesehen haben, in der CNC-Fertigung, die bekommen wir jetzt farbig eloxiert. In der Regel ist die Farbe schwarz und beschriftet, hier angeliefert. Ja. Und dann assembln wir die Narben hier auf den Vorrichtungen, die wir auch alle selber konstruiert haben. Also Achse rein, Lager rein, etc. Ganz genau, alle zusammenbauen, schauen, dass sich das alles so dreht, wie es sich soll. Und dann geht die Narben auch schon gleich weiter in den Laufradbau. Okay, dann schauen wir uns das an, oder? So, da sind wir auch schon bei der Montage der Laufräder. Genau. Michi, erklär uns doch vielleicht mal, was für Stationen ihr hier habt. Okay, also das ist quasi hier so eine kleine Fertigungsstraße. Wobei man sagen muss, hier produzieren wir nur die Carbon-Laufräder mit Carbon-Speichen. Alles andere produzieren wir in Tschechien. Der Grund, wieso wir in Tschechien produzieren, ist jetzt nicht unbedingt Kostenersparnis, sondern einfach das Problem, dass wir hier keine Mitarbeiter finden oder sehr schwer Mitarbeiter finden, die quasi 8 Stunden am Tag Laufräder zentrieren. Ja. Die Carbonspeichenlaufräder machen wir dennoch hier, weil die aufwendiger sind, wie normale Laufräder zu bauen. Also da steckt noch viel mehr Know-how drin. Und darum haben wir gesagt, das wollen wir wirklich hier vor Ort machen. Ja. Hier geht's los, dass wir quasi die Speichen in die Narben einschrauben. Dann werden die Narben mit den eingeschraubten Speichen, die werden dann hier mit der Felge verheiratet, werden angenippelt. Genau. Und dann gehen die angenippelten Laufräder zu den Zentrierplätzen und da werden sie dann von Hand zentriert. Das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Ganz genau, schauen wir uns das mal an. Michi, wir sind jetzt hier an der Zentrierstation oder den Zentrierstationen. Hier geht es sozusagen ans finale Aufbauen der Laufräder. Das heißt, die werden hier zwischengelagert, habe ich gesehen. Genau. Und die Mitarbeiter können sich ihr Laufrad nehmen und dann hier weiter zentrieren. Ist genauso wie du sagst, die einzelnen Mitarbeiter nehmen sich das vor oder das angenippelte Laufrad raus, zentrieren das, also drehen die Spannung hoch, schauen, dass das Laufrad mittig ist, schauen dann irgendwann, dass die Speichenspannung passt, gleichen die Speichenspannung an, dass das quasi links, rechts alles Passt, von der Spannung her passt. Und wie viele Leute habt ihr hier? Also wie viele Leute, wie viele Arbeitsplätze? also wir haben hier in Summe, wenn alle da sind, 10 Mitarbeiter. Hier bauen wir ungefähr 150 Laufräder am Tag. Am Tag? In Tschechien bauen wir, je nachdem wie viel also was Nachfrage da ist, bis zu 1500 am Tag. Am Tag? Ja. Wie viele Leute sind da vor In Ort? Tschechien sind es zwischen 50 und 60 Mitarbeiter. Okay, Wahnsinn. So, das ist jetzt die ganze Station, die wir hier sehen, das ist alles zum Zentrieren gedacht. Und dann gibt es wahrscheinlich am Ende noch mal eine Endkontrolle, oder? Ganz genau, wenn die Laufräder zentriert sind, kommen sie in den nächsten Wagen. Da haben wir dann eine Mitarbeiterin, die säubert dann die Laufräder, dass keine Fingertapser drauf sind. Die bringt dann das Tubeless-Band auf. Und wenn das alles fertig ist, dann kommen sie in die Schutzfolie. Ja. Und warten darauf, dass sie dann in Karton verschwinden. Grundsätzlich kann man aber sagen, Michi, ihr baut alle Laufräder für Newman per Hand. Ganz genau. Die Laufräder werden komplett handzentriert. Hier machen wir alles von Hand. In Tschechien haben wir Maschinen, wo wir die Nippel quasi maschinell aufdrehen. Aber dann zentriert wird wieder. Zentriert wird komplett von Hand mit Tensio. Jedes Laufrad wird quasi mit dem Tensio vermessen und so weiter. Alles ganz klassischer Laufradbau. Okay, top. Jetzt stehen wir hier in der wirklich letzten Station für den Laufradbau. Hier habt ihr eine selbst konstruierte oder selbst gebaute Maschine, um Felgenband auf die Felgen zu bekommen. Finde ich ganz witzig und ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was ihr hier macht bei Newman. Ihr baut ja eigentlich auch den Großteil eurer Prüfstände selber, einfach weil es nicht verfügbar gibt. Heißt, ihr habt euch da reingenördet, habt gesagt, wir brauchen das Zeug und wir bauen es einfach selber in-house. Ganz genau. Ja. Das geht los bei so einfachen Vorrichtungen, wo man die Laufräder dann reinstellt, über Testmaschinen hin zu solchen Vorrichtungen oder Maschinen, wo man über das Tubeless-Band aufzieht. Ja, viele Dinge gibt es nicht, da muss man sich halt einfach selber helfen. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, einfach, dass man sich da selber behilft und es vor allem auch praktikabel ist. Ihr setzt die Maschine auch in Tschechien ein, hast du gesagt. Genau, wir haben hier eine Maschine stehen, das war der Prototyp von den ganzen Maschinen. In Tschechien haben wir jetzt, glaube ich, 7 von denen stehen. Ganze 7, okay. Und ja, so hangelt man sich halt von einem Ding zum anderen. Okay, sau gut.
Also ihr baut ja Felgen, aber ich glaube, mit der hier ist nicht mehr so viel anzufangen, aber ihr serviced die auch Genau. hier in-house, ne? Also in dem Fall vermute ich mal, der Kunde bemängelt die fehlende oder die zu geringe Speilenspannung. Nee, Eventuell, ja. Spaß beiseite. In dem Fall hat der Kunde wohl ein bisschen übertrieben. Er bekommt das Crash Replacement in dem Fall. Wenn ich hier so einen Defekt habe, so ein defektes Laufrad, wie gehe ich denn da eigentlich vor, um euer Crash Replacement zu bekommen? Du gehst auf unsere Homepage, dort findest du den Link zum Ticketportal. Da füllst du alles aus, was wir wissen müssen. Das ist selbsterklärend. Du packst das Laufrad in den Karton, schickst zu uns her. Wir bieten dir dann ein Crash Replacement an, das heißt Felge zum halben Preis. Es werden die Speichen erneuert. Für Speichen inklusive Arbeit verrechnen wir es 75 €. Dann wird das alles perfekt zentriert, Speichenspannung kontrolliert und so weiter. Und dann geht das Laufrad wieder raus zu dir. In der Regel schauen wir, dass das innerhalb einer Woche passiert, das Ganze, damit du nicht so lange warten musst und möglichst schnell wieder aufs Bike kommst. Interessant wäre jetzt nochmal für mich, was ist denn so der meiste Schadensfall? Ist es eher hier sowas, dass die Felge kollabiert, Speichen gerissen, die Narbe, ist die auch mal? Oder was ist Also so? ganz so massiv wie die Felge jetzt ist, ganz so massiv ist das nicht immer, aber oft sind es einfach Dellen oder Felge, wo halt einfach dann vielleicht so einen Schlag bekommen hat, dass man es nicht mehr zentrieren kann. Ja. Oder mal gerissene Speichen. Narben ist relativ wenig, ja ab und zu Lager, Ja. aber das hält sich sehr in Grenzen. Freiläufe zum Beispiel haben wir so gut wie überhaupt gar nichts. Das hat sich ganz stark geändert von Zahnscheibe, der Wechsel von Zahnscheibe auf Sperrklinke. Also das war eine riesen Reduzierung der Schadensfälle. Ja. Aber ja, also meistens sind es Felgen und Speichen. Ja, okay, super interessant. Ja, Michi, vielen Dank. Mega geiler Einblick hier bei euch. Gerne. Oh, was ist denn das? Was ist das hier für ein Laufradlager? Ja, das ist vielleicht nur ein ganz interessantes Thema. Das sind unsere zweite Wahlfelgen. Das heißt, während der Laufradproduktion oder während dem Laufradbau entstehen mal kleine Kratzer oder wir sehen, dass eine Felge kleine Macken hat. Die Felgen schmeißen wir natürlich nicht weg. Die Felgen verkaufen wir. Wir planen gegen Ende des Jahres hier den Shop zu eröffnen. Also unten im Showroom? Genau, wo die Begrüßung war. Der Showroom ist auch quasi als Shop gedacht. Und die zweite Wahl wird hier vor Ort verkauft dann. Okay, sehr gut. Aber es wird auch zukünftig wahrscheinlich auch einen Online-Shop geben, oder? Genau, also Das ist der Plan. einmal vor Ort und zusätzlich auch online. Okay, super. Ja, dann super interessant. Ich danke dir, Michi, für all die Einblicke hier. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? So machen wir es. Bis dahin. Ciao. So Leute, das war's vom Hausbesuch bei Newman. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt's in die Kommentare. Wir schauen, dass es beantwortet wird. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Subscribe da und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.